Super, okay. Okay, nochmal herzlich willkommen zum heutigen Webinar über finanziellen Wohlergehen. Wir hoffen, dass es für Sie von Nutzen sein wird und bitte stellen Sie am Ende Fragen. Ja, also eigentlich die Agenda für heute. So, was ist finanzielle Wellness und warum es ist wichtig? Die Faktoren und danach die wichtigsten Statistiken und warum es ist wichtig, dass die Arbeitnehmer die Führung übernehmen und ihre finanzielle Situation selbst in der Hand nehmen. Und warum ist es wichtig, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern helfen? Und wir sind hier zum Helfen. Danach unser Ansatz, uns die Tools, uns kontaktieren und danach Frage. Okay. Also, ich bin Rukayat Kolawole, ja, die Gründerin von PaceUP Invest, eine Wealth-Tech-Plattform für nachhaltigen Wohlstands- und generationenübergreifenden Vermögensaufbau. Also ich verfüge über 16 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche, so Investmentbanking, Capital Markets und Investmentmanagement. Und außerdem bin ich Mitglied des Verwaltungsrats und ich habe Mastersabschluss in Finance and Investment Management. Und in 2020 erwarb ich eine Doppeldiplom als Executive MBA von Mannheim Business School in Deutschland und der ISEC Business School in Frankreich. Ich bin jetzt seit fast 6 Jahren in Deutschland. Also mein Deutsch ist nicht fließend, aber alles kann mir verstehen. Und jetzt ist Axel. Ja, danke. Okay. Mein Name ist Axel Meyer. Ich bin im Advisory Board von PaceUP, habe mich die letzten 30 Jahre mit internationalem Asset Management beschäftigt, war in Hongkong, Singapur und London tätig für große Asset Management Gesellschaften und habe aber immer eigentlich bemängelt, egal wo wir waren, in den Schulen oder auch sonst wo, wurde nie über eine finanzielle Grundausbildung gesprochen. So die Dinge, die man eigentlich wissen sollte, die einem das Leben einfacher machen. Und als mich Kayat angesprochen hat, ob ich vielleicht helfen würde, fand ich das ganz toll, weil das ein Thema ist, das mich sehr bewegt und das auch sehr, sehr wichtig ist. Und ich hoffe, dass wir heute während dieses Webinars auch zeigen können, wie man mit relativ einfachen Schritten an seinem eigenen, wie gesagt, finanziellen Wellness arbeiten kann, um sich damit wohler zu fühlen und damit sein Leben auch angenehmer zu gestalten. Super, danke schön, Axel. Also, im heutigen Webinar geht es um finanzielle Wellness und darum, wie Arbeitgeber sie als Arbeitnehmer bei der finanziellen Wellness unterstützen können. Da die Inflation im Jahr 2023, so diesem Jahr, mit der vollen Wucht zugeschlägt, nimmt der finanzielle Stress für Arbeitnehmer zu, die mit höheren Preisen, ja, ungleichmäßigen Lohnwachstum und Kreditkartenschulden in Rekordhöhe zu kämpfen haben. Einige der diesjährigen Ergebnisse spiegeln Themen wider, die wir bereits in der Vergangenheit beobachtet haben und unterstreichen, dass Arbeitnehmer heute mehr denn je ihre Arbeitgeber um Hilfe bitten. Und was ist finanzielle Wellness? Und warum es ist sehr, sehr wichtig? Also bevor ich auf die Definition eingehe, eine kürzlich von PricewaterhouseCoopers durchgeführte Studie hat gezeigt, dass nach der Covid, die das Leben der Menschen in Mitleidenschaft sieht, die Finanzen die Hauptursache für Stress bei Arbeitnehmern sind, noch vor Arbeit, Gesundheit und Beziehungsstress zusammen. Fast 2/3 der Vollzeitbeschäftigten geben an,
dass ihr finanzieller Stress seit Beginn der Pandemie zugenommen hat. So, es ist hier so genauso, ja, finanzielle Gesundheit oder finanzielle Wohlergehen umfasst, Geld auf der Grundlage ihrer Werte auszugeben, geringe oder vernünftige Schulden zu haben, Geld zu sparen, um ihre Ziele zu erreichen und ein Sicherheitsnetz zu haben, wie einen Notfallfonds oder eine Versicherung. Also jetzt, Axel, wird von hier aus weitermachen. Ja, so die Frage ist natürlich, was beeinflusst, was sind die Faktoren für finanzielles Wohlergehen? Und die sind sehr weitreichend, sehr komplex. Und es macht auch klar, dass eigentlich letztendlich sie die ganze Lebenssituation bilden. Das fängt an, zum einen, ist man verheiratet, ist man in einer Partnerschaft, hat man eine große Familie, wie alt ist man, das heißt, wie viel Zeit hat man zum Sparen, das muss bedacht werden. Dann finanzielle Allgemeinbildung, das ist im Grunde auch viel, um was es uns geht. So ist man sich bewusst, wie man mit Geld umgehen kann. Es sind zum Teil einfache Dinge wie der Effekt von Zinsen, wenn man Schulden hat, aber auch wenn man es anlegt. Versteht man Finanzinstrumente wie Aktien oder Renten und was kann man damit machen? Und das nächste, was dann quasi schon anschließt, ist dann die Maßnahmen, die man greifen kann. Ist man fähig, seine Finanzen zu planen? Ne? Hat man einen Haushaltsplan, wo man merkt, wie viel Geld muss ich ausgeben, wie viel Geld kann ich sparen, kann ich was investieren? Und es geht letztendlich immer darum, Bewusstsein zu schaffen für die Situation. Und je mehr man von diesem Kästchen hier abhaken kann, desto bewusster ist man sich seiner eigenen Situation. Und das bedeutet natürlich auch, dass man besser darauf reagieren kann. Also das gehört natürlich auch dazu, habe ich momentan eine Hypothek, muss ich Miete zahlen, wie sieht mein Gehalt aus, hat sich das der Inflation angepasst oder nicht, bekomme ich Sozialleistung, kann ich Sozialleistung beziehen und so weiter. Und dann kommen die Stressfaktoren hinzu, die dann auftreten können, dass man vielleicht seinen Arbeitsplatz verliert, dass das Gehalt gekürzt wurde, man in einem Unternehmen das Konkurs anmeldet und so weiter. Und das kommt letztendlich alles zusammen. Das ist sozusagen das Umfeld. Und wenn man das dann vergleicht mit der jetzigen Situation, so im Englischen spricht man vom Perfect Storm, also wenn alle negativen Dinge überhaupt zusammenkommen. Und wenn man sich die momentane Situation anschaut, ohne jetzt hier zu schwarzmalerisch zu sein, aber die Finanzmärkte werden immer komplexer und das hängt damit zusammen, dass immer mehr Informationen da sind und es immer schwieriger wird, sich letztendlich die Informationen herauszuziehen, die auch Sinn machen. Der finanzielle Analphabetismus oder das sich nicht auskennen in den Finanzmärkten kommt da dazu. Und das eine wird natürlich vom anderen gesteigert. Dadurch, dass die Märkte immer komplexer werden, fühlt man sich immer unsicherer, sich darin zu bewegen. Die reale Kaufkraft der Renten nimmt ab. Wir haben jetzt seit vielen Jahren mal wieder Inflation. So für Leute, die so alt sind wie ich oder noch älter, für die ist das eigentlich nichts Besonderes. Aber es gab jetzt halt 15, 16 Jahre keine Inflation. Es hat eine große Auswirkung auf die Kaufkraft der Renten. Und dann als letztes haben wir dann eben die Finanzkrisen, oder andere Unsicherheiten, Unruhen, ob das jetzt sowas ist wie Brexit, ob es Covid ist, ob es ein Krieg ist in der Ukraine oder anderswo. Das alles spielt natürlich auch eine Rolle, wie man sein eigenes finanzielles Wohlergehen definiert und welchen Bedarf man dafür hat. Nochmal ein paar interessante Statistiken, auch aus einer Studie von PricewaterhouseCoopers, was eigentlich sehr viel aussagt. Und das schließt sehr gut an die Zahlen, die Rukayat beschrieben hat. 57% der Vollbeschäftigten sind gestresst über ihre Finanzen. 59% der Arbeitnehmer berichtigen, dass die Vergütung, die sie haben, nicht mit den steigenden Lebenshaltungskosten Schritt halten können. 44% werden durch ihre eigene finanzielle Situation, mit der sie nicht zurechtkommen, die sie nicht in den Griff bekommen, die sie vielleicht auch nicht verstehen, werden sie deutlich von der Arbeit abgelenkt. Und fast 3/4 aller Arbeitnehmer würden sich freuen über Hilfe, wenn es um Finanzen im Allgemeinen geht. Also man sieht da ist ein richtiger Nachholbedarf da, den auch Unternehmen ganz bewusst angehen können, um ihre
um den Arbeitnehmer letztendlich zu helfen, sich auch auf die Arbeit zu konzentrieren. Ja. So, aber warum ist letztendlich wichtig, dass die Arbeitnehmer hier die Führung übernehmen und auch ihre finanzielle Situation selbst in den Griff geben? Man merkt das auch nochmal die Zahlen, die Rukayat vorgestellt hat, wie schwerwiegend das ist, wenn man diese finanzielle Unsicherheit hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine finanzielle Schwierigkeit hat und dann auch nicht unbedingt versteht, wie man reingekommen ist und auch wie man wieder rauskommt. Das ist natürlich ein enormer Stress. Das ist ein existenzieller Stress, den man hat, der einen dann stark auch beeinflusst, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im ganzen Leben drumherum. Das ist aber letztendlich dann für die Arbeitgeber eine riesige Chance. Ja, weil die Arbeitgeber, das sehen wir auf der nächsten Seite, haben hier die Möglichkeit, okay, wenn du weitergehen kannst, bitte. Ja. Arbeitgeber haben hier die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern wirklich nachhaltig zu helfen. Ja, und das führt letztendlich zu geringeren Fehlzeiten. Das ist gut für die Arbeitnehmer. Das heißt aber auch, dass die Arbeitnehmer gesünder sind, dass es ihnen besser geht. Darüber hinaus ist die Produktivität höher, weil man sich einfach auf das konzentrieren kann, was man in der Arbeit hat. Für die Arbeitgeber führt es zu geringerer Personalfluktuation, was auch eine enorme Kostenersparnis ist. Man kann Loyalitäten schaffen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man sowas wirklich planmäßig macht und es kontinuierlich macht, diszipliniert macht als Arbeitgeber, dass man im Prinzip diese Unterstützung liefert, dass die Mitarbeiter die Finanzmärkte verstehen und ihre finanzielle Situation verstehen, dann bindet man wirklich Talente an sich. Und so eben in ESG, also Environmental, Social and Governance, wird da der Social-Teil wirklich da mal ganz, ganz deutlich unterstützt und man zeigt auch, wie wichtig als Unternehmer, wie wichtig einem diese Situation ist. So, das ist und dann gehen wir jetzt wieder zurück an Rukayat. Ja, super. Vielen, vielen Dank. So, wir sind für Sie da. Also, der erste Schritt besteht darin, jetzt mit der Planung zu beginnen. Ja, es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt für den Beginn. Planung ist sehr, sehr wichtig. Egal, wo Sie finanziell stehen, das Wichtigste ist, dass Sie mit der Planung und der Investitionen für Ihre Zukunft beginnen. Überprüfen Sie Ihr Budget, Ihre Ersparnisse und beginnen Sie zu investieren. Verbessern Sie Ihr Finanzwissen und Ihre Widerstandsfähigkeit. Wieso? Wissen ist sehr, sehr Macht. Okay? Also, now, die Anzeichen sind eindeutig, ja. Verminderte Produktivität, verpasste Termine, erhöhte Fehlzeiten und Krankheitstag, Spannungen und Meinungsverschiedenheiten und der Schuldige liegt auf der Hand. Das sind die finanziellen Sorgen. Doch nur sehr wenige Unternehmen haben versucht, das Problem an der Wurzel zu packen. Unser Ansatz, das erste Mal, ist der maßgeschneiderte Finanzbildung. Ja? Wir bieten maßgeschneidertes Finanzwissen, um die finanzielle Widerstandsfähigkeit zu stärken. Und das Zweite, wir haben E-Learning und Vor-Ort-Pakete. Was genauso? Ja, unsere E-Learning und Vor-Ort-Pakete zum Selbststudium helfen bei Budgetierung, Sparung, Investitionen, Ruhestandsplanung und Nachlassplanung. Sehr, sehr wichtig. Und letztes Mal, das ist spezielle Pakete und Angebote. So wir bieten auch spezielle Pakete für Frauen an, um die geschlechtsspezifische Rentenlücke und die geschlechtsspezifische Investitionslücke zu schließen. Und die drei Hauptbereiche sind, der erste Mal ist Budgetierung und Schuldenmanagement. Ja? Wir helfen Ihren Mitarbeitern, eine Routine zu entwickeln,
mit der Sie Ihre Ausgaben systematisch kontrollieren und Ihre Schuldenquote im Laufe der Zeit senken können. Ja, der zweite Punkt, Ersparnisse und Investitionen. So vom Aufbauen eines Notfallfonds bis hin zu Investitionen in den Aktienmarkt decken wir alles ab, um Ihren Mitarbeitern beim Aufbauen eines nachhaltigen Vermögens zu helfen. Und letztes ist die Ruhestands- und Nachlassplanung. So wir beziehen die Ruhestandsstrategie Ihres Unternehmens in diesem umfassenden Ansatz ein, damit alle Ihre Mitarbeiter bequem in den Ruhestand gehen können und Ihre Familien im Falle eines vorzeitigen Todes finanziell abgesichert sind. So, hier ist die Plattform. Okay. So sieht die Plattform aus und wir haben ein kleines Video zu anschauen. Super. So, es geht ja? Ja, super, okay. Jeder, der sich für das Unternehmen registriert, wird automatisch als Administrator zugewiesen. Und dann der Administrator kann Einladungen an andere Mitarbeiter verschicken. Und mit dieser Einladung wird ein Konto erstellt und automatisch ein Passwort generiert. Sobald Sie die Einladung angenommen haben, wird Ihr Konto aktiviert. Dann können Sie sich in Ihr eigenes Dashboard einloggen. Sehr, sehr einfach. So, es geht am Ende. Super. Und der Administrator kann also das machen. Jetzt nur auf in Englisch, aber wir beim nächsten Monat auf in Deutsch auch. Okay? Okay, und der nächste, wir gehen der nächste. So hier, this is the personalisierte Dashboard des Mitarbeiters. So, this is for the Mitarbeiter und this is sehr, sehr personalisierte. Und ich werde es kurz zeigen, okay? Nicht so lang. So, man kann sehen, ja, also Sign in in the Konto, the Username und Passwort und so weiter. Danach, hier ist the Dashboard für die Mitarbeiter. So hier, wir haben die AI-Suite, the Personal Finance, the Learning und so weiter. Also für die AI-Suite, es gibt AI-Agents für Personal Finance und also für Investitionen auch. So, wir haben viele Sachen für die Mitarbeiter zu nutzen. Okay? So nicht so lang. So das ist ja der Personal Finance Agent auf Englisch. Und ja, und dann man kann Personal Finance Agent starten, beginnen und machen die Aufgabe. Super, so wir können weitermachen. Okay. Also hier führt der Arbeitnehmer-Nutzer eine Eignungsprüfung durch, um sein persönliches Portfolio zu erstellen. Ja, und danach, ja, ist ein Beispiel für ein Ergebnis. So man kann sehen, like Cash, Government Bond, so weiter. Und danach, hier ist die Wahrscheinlichkeit Ihrer Investitionen. Warum? Viele unserer Kunden mögen dies, weil sie sehen können, wie ihr Portfolio erstellt wird. So super cool, wir haben gefunden, ja. Und das war's zu der Conclusion von Axel und danach der Frage. Good, okay. So I think, was wir heute versucht haben zu machen, ist so, zum einen zu erklären, warum das Financial Wellness so wichtig ist und wie es letztendlich das gesamte Leben beeinflusst, wie es das Privatleben und auch das Arbeitsleben beeinflusst. Und
die Zahlen, die wir gehört haben aus den Studien, machen das eigentlich ziemlich klar, dass das ein sehr wichtiges, ernstzunehmendes Thema ist. Das heißt, für Arbeitnehmer ist es um was sie sich wirklich kümmern müssen, aber häufig nicht wissen, wie. Und das ist die große Chance für Arbeitgeber, dass sie das im Zuge ihrer Personalunterstützung anbieten können, damit sich die eigenen Mitarbeiter wohler fühlen, damit sie effizienter sind, damit sie sich auf die Arbeit konzentrieren können, damit sie letztendlich auch sich dem Unternehmen sehr, sehr zugeordnet fühlen. Wie man das machen kann, haben wir versucht kurz zu zeigen. Das ist sehr individuell lösbar. Also es gibt zum Beispiel, wie gesagt, eine maßgeschneiderte Finanzplanung mit dem E-Learning, das hat Kayat vorgestellt mit der Plattform, wo man letztendlich durch die verschiedenen Module durchgehen kann und langsam Fortschritte erzeugen in seiner eigenen Zeit. Und dann gibt es natürlich Spezialitäten und was uns auch sehr wichtig ist, die Lage von Frauen in dem Bereich auch anzugehen und da zu helfen. Das heißt, von der Unternehmensseite her hat man die Möglichkeit, sehr schnell was zu tun, das eine sehr hohe Auswirkung auf die Arbeitsmoral hat. Und man kann natürlich die Dinge aussuchen, wie sie in den eigenen Finanzrahmen passen und auch in das Zeitmanagement passen. Ne? Nachdem, ob man jetzt ins Unternehmen kommt und da Workshops veranstaltet oder ob der Unternehmer unsere Plattform anbietet etc. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man das sehr individuell anpassen kann. Und wir hoffen heute innerhalb dieser halben Stunde interessante Ideen geliefert zu haben und sind jetzt gerne für Ihre Fragen bereit. Mhm. Super, Dankeschön. Und er ist unser Kontakt, also und vielen Dank. Es gibt Fragen, ja? Los geht's. Geraldine here, Infineon Technologies AG. Hello. May I ask in English? Is Yes, it okay sure. if I ask in English? Of course. Thank you very much for the presentation. Really interesting. I really like it, and we have already been discussing with some women in our company. So my question: do you offer only services for companies, or will you do it also for a kind of group of private people? Offer those services? Is it possible? Yes, so we do offer for private as well. So it's both a B2B and a B2C, basically. Okay. Yeah, so today's webinar was just to kind of understand it from the company's perspective. So we do offer for private people as well, yes. And maybe, do you already have companies with whom you are already working with? And maybe can you share some experiences? Okay, how are you onboarding in the companies? Do you have some kind of experience how to, maybe for example for myself, how to convince my employers to offer these on a broad basis? Mm-hmm. So regarding onboarding companies, we are in discussion with quite a few companies to start onboarding. We've run several workshops with some companies. The last one that we did recently was with Capgemini in Ratingen. So had a workshop with them for the women, basically, on how to build a sustainable and inflation-proof portfolio. So with over 500 women in attendance. So that is an example. And the other question was how to convince them. So I will let Axel talk on that. Thank you. I think that there are different layers to this. So one is some of the statistics I think are very, very powerful. You know, to see how many people are actually, for how many people it is an issue, right? And it's one of these things you wouldn't usually share with your colleagues in the usual work environment. So I think it's something that affects many more people than you would think. And so for an employer, it has a really positive effect. Since, you know, as an employee, you think, oh, here's really something that's important to me, that affects me. And if the employer can address that,
It gives a huge boost in motivation, in the sentiment within the workforce, and also like, the productivity and what we said before about reduced time of work. So that they are, and the other thing is, it's very modular, right? So there's one way you can do is like you start with a workshop, so people get a broad idea, and then you could offer the online access, right? And so you can also you could have follow-up workshops if you want with smaller groups, more targeted groups. So it's very, very bespoke. And it's in terms of time constraints, budget. There's something in it for everybody. You could also, maybe if I can conclude with this, you could also, from a company perspective, say, yes, we do the workshop, and then say, so here's the platform you can learn by yourself, but you would have to pay it by yourself. So it's this nice balance that the company kicks it off, provides an environment, provides the resources, us in this case, and then people can take it. Okay, sorry. Okay, thank you very much. You're welcome. I think we've been, as you say, Axel, it's quite hard to discuss financial challenges with some colleagues, but we are already trying, speaking in lunch and sounding, and we realize effectively that it's a concern for a lot of people. Yeah, and this is why if you do something like a workshop, that people, they don't necessarily have to share their own situation, but they can see a lot of people are informed. And then if you use the e-platform, then this is where people can share lots, since they, for the platform to work properly, you basically tell it your financial situation, and you don't have to share it with your colleagues. Okay. Thank you. Yeah, you're welcome. So for example, with the last workshop that we did, it really opened a lot of the ladies' minds to really start to think about their finances. And they start to say, okay, we need to have kind of like a follow-on. How can we start to really engage with this? And then most of the individual ladies have come to us to say, oh, I don't know where to start. It was really amazing that you're able to like have this overview and then look into it and say, okay, this is where I need to start, and this is where the support is, where I need to go to. So this is really, really important. Like you said, a lot of people, they're not comfortable when they're talking about money, but every other thing, there is comfort around that. So we need to try and break that or come out of our comfort zone to really start to talk about money, because obviously, when we look at everything in what is happening, high cost of living, aging population, high divorce rates, high everything, we need to really start taking control of our finances and coming out of that comfort zone to really address this discomfort that comes with it. And like Axel said, having this workshop at the beginning, it's also like kind of opening the minds and like, okay, I'm not the only person, basically. Yeah. Okay, thank you, Rokaya. Thank you, Axel. Yeah. Are there any more questions or comments? Maybe? English or Deutsch? Okay. Alles good. Alles good. Anyone is fine. So we're here. All right, I think if there are... Yeah, if there are no questions, I mean, the contact details are there, and please do feel free to reach out. This is also recorded. If you want to have the recording, we can send it to you as well. And if you want to kind of like have the discussion with your company as well, you can contact us. We'll be able to help you with the discussion and how to move it forward, and just to really help to start thinking about helping the employees to really take control of their finances and to reduce that financial stress that most of us often feel and we are not voicing it out. So, yeah. I don't know, Axel, do you want to add anything before we go? No, I think we just appreciate that you all joined. Now we're switching all into English again. So vielen Dank, dass Sie alle teilgenommen haben. Und dass man zumindest eine Balance hat jetzt. Ja. Und wie gesagt, wenn Fragen sind, stehen wir gerne zur Verfügung, auch gerne auch zu helfen, wenn es darum geht, im Unternehmen die richtige Unterstützung zu finden, wie man das am besten formuliert und wie man da vorgeht. Wir haben natürlich auch ein bisschen Material
dazu, das wir zur Verfügung stellen können, um da in Ihrem Unternehmen zu einer guten Lösung zu kommen. Super. Super. Vielen, vielen Dank. Großartig. Dankeschön. Ich Danke. wünsche noch ein schönes Wochenende. Have a nice weekend, everybody. Ja. Ebenfalls. Ciao. 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 Tschüss. Tschüss.